Freunde, yes, schön, dass ihr zurück seid. Wie gut ist denn wirklich der Havas Elixir von Rasasi? Ich rede von diesem guten Schmuckstück, den wir erstmal hier ein bisschen von den Fingerabdrücken befreien wollen. Und ja, das wird jetzt blenden. Ich muss das mal kurz so halten. Da haben wir dieses Schmuckstück Havas Elixir. Und natürlich, was könnte er ja sein? Welcher Duft ist ein großes Vorbild? Wir reden natürlich von den Le Male Elixir, Freunde. Yes, von den Le Male Elixir. Und kommt er da ran oder kommt er da nicht ran? Ist er wirklich gut? Haltbarkeit, Sillage und so weiter und so fort. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg. Ja, Havas Elixir. Ich muss vorweg sagen, da kommen ja massenweise Düfte von der Havas Edition oder Havas Reihe, besser gesagt. Und das Elixir wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Und ich muss sagen, es ist brutal gut. Es ist brutal gut, wirklich. Und wir reden hier nicht nur von der Haltbarkeit, ja, da komme ich später, aber die ist auch gut. Aber überhaupt die ganze DNA. Wer also diesen Duft hier mag, hat hier die beste, wahrscheinlich beste Alternative. Alternative, warum sage ich Alternative? Weil hier absolut ein Vanilleakkord drin ist, den ihr zwar auch beim Original habt, aber nicht so wie hier. Und hier ist einfach die Minze und die Bergamotte an Anfang extrem stark ausgeprägt oder beziehungsweise die ganze Zeit. Ja, und das Ding ist, ihr habt ja beim Original mehr Tonkabohne und Lavendel. Das habt ihr hier nicht. Hier ist die Minze und die Bergamotte. Trotzdem habt ihr die gleiche oder die ähnliche, nicht die gleiche, die ähnliche DNA. Und das ist wirklich nice. Wenn ihr den natürlich 1:1 testet, dann merkt ihr natürlich einen Unterschied. Aber die DNA ist vorhanden. Also es wird kein Blinder da draußen, beziehungsweise keiner, kein Blinder, das ist jetzt nicht wieder, Leute fühlen sich ja im Moment sehr auf den Schlips getreten. Ich meine natürlich damit, es wird kein Typ, kein Mensch, der keine Ahnung hat von Düften, beziehungsweise auch nicht böse gemeint, aber der einfach kein Profi da drin ist, der wird den Unterschied nicht riechen. Nicht mal ein Profi wird wahrscheinlich sehr groß den Unterschied da draußen vor allen Dingen merken. So, aber wenn ihr das alles bisschen mehr mit Bergamotte, Minze, minimal, aber der schöne Vanilleakkord haben wollt, dann ist der Rasasi Elixir top. Mit einem schön schweren, coolen Flakon, muss man sagen. Und ihr bezahlt 30 €. 30 €, was kostet das Original? Ne? Klar, ich stehe immer zum Original und was ich einfach so geil finde, ist, dass der eben trotzdem für sich steht. Und hier nichts mit irgendwie 1:1. 1:1 gibt's bei mir so und so nicht. Es sind immer nur Alternativen, weil 1:1 Düfte, da habe ich in meiner Zeit, wenn ihr die richtig testet, 1:1, Hand hier, den auf den Arm und den auf den Arm, dann habt ihr vielleicht 1, 2 Düfte, wo ich sage, da werde ich aber, oder da rieche ich jetzt fast nicht. Sonst habt ihr trotzdem einen Unterschied. Aber in der Luft und überhaupt die DNA ist da. Und ich muss sagen, mehr muss man eigentlich auch gar nicht sagen, ist richtig nice. So, und zur Haltbarkeit. Haltbarkeit ist top. Also wir reden hier von wirklich 8 bis 10 Stunden, bei manchen manchmal mehr. Vielleicht auch weniger, deswegen sage ich so 7 oder 6 nicht. Zwischen 7 und 11 Stunden, 12 Stunden, auf jeden Fall. Richtig gutes Biest, genauso wie die CH. Also der steht in Raum, sprüht in einmal in Raum die ganze Zeit und noch Stunden später, wenn ihr zum Beispiel ein Problem im Haus habt oder was, ihr werdet einfach diesen Duft riechen. Also Havas Elixir ist schon richtig gut. Und ich finde es einfach positiv, dass eben ein eigener Twist da drin ist, weil Bergamotte und eben Minze und nicht Tonkabohne und Lavendel zum Beispiel in der Kopfnote. Und so bleibt das ja. Ich finde ja einfach Vanille, Tonkabohne, Lavendel bleibt ja hier am Start. Typisch Lavendel, das ist Le Male Style. Ne? Und das ist hier nicht so der Fall. Und das ist geil. Schokolade kommt im Mittelteil und auch Lavendel. Aber ihr habt einfach nicht so dieses komplette typische Lavendel-Ding. Aber dadurch, dass die Schokolade kommt und der Lavendel und die Vanille, ist es eben so, dass es eben schon oder eigentlich die beste Alternative ist, weil es eben die DNA auch trotzdem hat. Also der Havas von Elixir ist nicht nur ein schöner Flakon, es ist auch ein Top-Duft. Also diese Havas
Dinger denn auch mit ihren so ein bisschen eigenen Touch. Was heißt ein bisschen, ne? Das ist ja schon ein bisschen anders, aber trotzdem hat es die DNA für 30 Euro. Ihr müsst manchmal gucken, es geht auch manchmal zwischen 60 und 30 Euro, schwingt das so. Aber oft ist das für 30 Euro zu haben und dann solltet ihr zuschlagen. Also wer den hier liebt und den einfach nur ein bisschen mit Minze, Bergamotte und ein bisschen, oder was heißt, ich sage immer ein bisschen, ist Quatsch eigentlich, viel mehr Vanille haben möchte, so ein richtige Lavendel Dry Down, der sollte sich den Habas holen und den Rest hier. Also so nach dem Motto, ich brauche nur einen. Also das Original muss da sein, das muss in der Sammlung sein, das ist ganz klar. Und das sind auch einfach Düfte, die man wirklich tragen kann. Es gibt ja so typische auch Alternativen. Ich meine jetzt ganz ehrlich, da müssen wir auch mal Real Talk ein bisschen drüber machen. Tragt ihr die wirklich oder so? Das Video wird noch kommen, ich werde da mit euch mal drüber schnacken. Tragt ihr wirklich, trage ich diese günstigen Alternativen, also richtig die Alternativen, die extra gemacht sind. Da werde ich auch demnächst ein Video zu machen. Und dann schauen wir mal, und das würde ich mal wissen. Aber hier, diese Reihe und das ist schon wirklich nice und wirklich gut gemacht. Das hat nichts jetzt groß mit, ich mache das mal nach und dies mal nach zu tun. Also die Havas, jedenfalls bis jetzt ist das nice. Also Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr immer noch am Start seid. Grüße an euch alle und dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.